Hi, wir sind Kati und Michael. Und das hier ist der Pacific Crest Trail, den wir dieses Jahr gewandert sind. Na gut, das stimmt nicht ganz. Wir sind nur dieses ganz kleine Stückchen in der Wüste gewandert mit gerade mal 200 Kilometer Länge. Das ist also kein richtiges Video zu einem Thru-Hike auf dem PCT. Aber wenn euch interessiert, was man dort in 2 Wochen erleben kann, dann bleibt dran. Jetzt fragt ihr euch, warum wir uns für diese Section auf dem PCT entschieden haben? Die Antwort ist ganz leicht. Für Südkalifornien ist das Frühjahr die beste Zeit und da haben wir auch am meisten Feiertage. Was für ein glücklicher Zufall. Außerdem bin ich 2013 schon mal 540 Kilometer auf dem PCT unterwegs gewesen in Südkalifornien und ich wollte gerne ungefähr da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Hinzu kommt, dass ich 2023 auf dem Arizona Trail meine heimliche Leidenschaft wieder entdeckt habe, unglaublich viel Wasser bei hohen Temperaturen durch die Landschaft zu tragen. Daraufhin habe ich Kati so lange genervt, bis sie Ja gesagt hat, und wie das für mich ausgegangen ist, zeige ich euch jetzt. Unser Urlaub startete dieses Mal in Hannover und führte im ersten Schritt nach London. Dort angekommen hatten wir nicht nur 16 Stunden Aufenthalt, sondern irgendwie auch das Gefühl, in der Zukunft angekommen zu sein. Wir sind jetzt in London angekommen und wir werden hier mit so einem Pod zu unserem Hotel fahren. Bitte berühren Sie den Bildschirm. Alles klar. Guten Tag. Wohin möchten Sie fahren? Dahin. Sie fahren zur Port-Parking-Haltestelle B. Ist das korrekt? Ist das korrekt? Ja, ich glaube ja. Bitte steigen Sie in zur Port-Parking-Haltestelle B. Alles klar, dann steigen wir in unser Pod ein. Sind Sie bereit? Den Knopf zum Schließen der Türen. Sie fahren zur Port-Parking-Haltestelle B. Sind Sie bereit? Drücken Sie auf Start. Sie fahren zur Port-Parking-Haltestelle B. Also nur um das jetzt mal zu zeigen. Hier ist eine Sitzbank. Da sind 2 Türen, es ruckelt etwas. Da ist Kati. Haltestelle B. Dauert 5 Minuten. Da ist noch eine Tür, aber hier ist kein Fahrer. Die Dinger fahren irgendwie automatisch. Und ich glaube, die haben auch keine... Also wir sind hier auch nicht auf Schienen, glaube ich, oder doch? Sind wir auf Schienen? Nee. Wir sind so... Ich weiß nicht. Glücklicherweise hatten uns die automatischen Fahrzeuge verschont und wir sind wohlbehalten in unserem Hotel angekommen. Weil das so gut geklappt hat, haben wir das auch nochmal gemacht, um wieder zurück zum Flughafen zu kommen am nächsten Tag. Wir mussten nämlich zu Terminal 3. Auf dem Weg zum Hotel hatten wir Glück, da hat man uns für die Fahrt mit den Roboterdingern nichts in Rechnung gestellt, allerdings auf dem Weg zurück wollte man 20 € haben. Wahrscheinlich wäre die Busfahrt hier billiger gewesen. Von London aus ging es dann mit dem Flieger in gerade mal 9,5 Stunden bis nach Los Angeles. Dort angekommen ging es dann direkt ins Hotel und nochmal in den Supermarkt. Und am nächsten Tag sind wir dann mit dem Shuttle zurück zum Flughafen gefahren und vom Flughafen mit dem nächsten Shuttle zur Mietwagenstation. Wir hatten uns 2 Tage Zeit genommen, um die Landschaft zu erkunden, ein paar Einkäufe zu tätigen und auch nochmal ans Meer zu fahren. Wir brachten dann noch unsere Resupply-Box persönlich bis nach Hikertown, bevor wir das Auto in Santa Clarita abgaben. Natürlich haben wir noch jede Menge mehr erlebt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, weil ich komme mit dem Bearbeiten einfach nicht hinterher. Ich kann euch aber beruhigen, ihr müsst euch jetzt nicht langweilen. Ich habe noch ganz viele andere Videos auf meinem Kanal. Zum Beispiel, wie ich mit Kati den Camino Primitivo gewandert bin oder mit meinen Eltern die Tour du Mont Blanc.